SFDR, eine neue EU-Richtlinie, die bei den Asset Managern eine enorme Arbeit ausgelöst hat. Hat sich dieser Aufwand gelohnt? Heute hören wir die Perspektive eines professionellen Anlegers. Mein Name ist Martin Fenner und ich bin verantwortlich für den globalen Wholesale-Vertrieb bei Chase Sarasin Sustainable Asset Management. Ich begrüße heute meinen Gesprächspartner Andreas Holzer. Er ist Sustainable Finance Spezialist bei der Basler Landschaftlichen Kantonalbank. Andreas, du bist involviert in die Selektion von nachhaltigen Anlagen und gemäß eurem Leitbild möchtet ihr bis 2040 noch nachhaltiger werden und dies schließt die Klimaneutralität der Anlagen mit ein. Diese SFDR-Richtlinie, was bedeutet sie für euch und was bedeutet sie für die Auswahl von Anlagen? Ja, die BLKB wendet seit mehreren Jahren ESG-Kriterien an bei der Selektion von Drittfonds und für uns ist somit die Verfügbarkeit von Informationen sehr wichtig. SFDR bringt insofern eine gewisse Verbesserung mit sich, da diese Informationen nun standardisierter vorhanden sind. Da wir aber seit Jahren mit professionellen Partnern diese Fondsanalyse machen, mussten wir natürlich bereits vorher uns diese ESG-Informationen beschaffen. Nun stehen sie auch für Privatanleger standardisiert zur Verfügung und wir begrüßen das, weil es ein Schritt in Richtung mehr Transparenz ist. Artikel 6, 8 oder 9. Wo setzt die BLKB ihren Schwerpunkt? Wenn man sich das Anlageuniversum zurzeit anschaut, im Bereich der Drittfonds liegt der Schwerpunkt ganz klar bei den Fonds im Artikel 8. Das ist keine Überraschung, denn die meisten als nachhaltig eingestuften Fonds werden zurzeit im Artikel 8 platziert. Wir versuchen unseren Kundinnen und Kunden aufzuzeigen, was ein Fonds auch aus Nachhaltigkeitssicht ausmacht und erklären dabei eben auch diese Artikelzugehörigkeit. Wir denken aber, dass letztlich diese Zugehörigkeit noch nicht sehr treffsicher gemacht ist und verlassen uns nicht darauf, sondern eben streben eigene Analysen an. Um Greenwashing zu verhindern, glauben wir, dass am Ende des Tages einfach eine sehr gute Beratung notwendig ist. Wie bei allen anderen Anlageprodukten ist dies auch bei nachhaltigen Fonds von größter Bedeutung. Andreas, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen. Wir bei Chase Sarasin Sustainable Asset Management haben frühzeitig den Fokus auf ESG-Qualität und den positiven Beitrag der nachhaltigen Anlagen gelegt. Heute sind bereits alle Sustainable Fonds entweder Artikel 8 oder Artikel 9 konform. Wir sind überzeugt, nachhaltige Anlagen werden an Gewicht gewinnen und deshalb sind der positive Beitrag, aber auch risikoadjustierte Renditen von größter Bedeutung. Ich freue mich auf einen weiteren Dialog mit Ihnen.